Hola a todos! Willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Interviews mit Experts bei Mathe Smarte Mission Uruguay in Welt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze gerade im La Marea in Punta del Este und bei mir sind Nathalie und Matthias Kohlmann. Hallo, servus. Viele kennen sie sicherlich aus ihrem Kanal Raus aus der EU. Und für alle, die ihn nicht kennen, verlinke ich den gerne nochmal in der Folgenbeschreibung. Ja, wir durften beide schon vor ein paar Tagen und ein paar Wochen kennenlernen. Zwei sehr mutige Menschen mit 3 glücklichen und zauberhaften Kindern. Beide waren so freundlich, uns beim Frühstück stundenlang Fragen zu beantworten. Und sie haben uns mit viel Geduld erklärt, was alles wichtig ist, wenn man langfristig in Uruguay leben möchte. Außerdem erhielten wir noch Tipps und wurden auch noch von Nathalie und Matthias zu selbstgebackenen Zimtschnecken in ihr Haus eingeladen. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft, vielen Dank für eure Offenheit und eure Hilfsbereitschaft uns gegenüber. Wir haben natürlich die Chance dann gleich genutzt und beide gefragt, ob sie nicht Lust haben, trotz Arbeit, Kindern, Alltag, Leben auch noch ein bisschen Zeit haben für ein Interview vor der Kamera. Vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ja, und uns ein wenig von euren neuen Berufungen zu erzählen, denn eigentlich hattet ihr ja in Uruguay ganz andere Pläne und dann kam alles anders. Ja, hallo Nathalie, hallo Matthias, schön, dass ihr da seid. Ich hatte euch gebeten, für dieses Interview einen Ort zu wählen, der für euch eine besondere Bedeutung hat. Möchtet ihr erzählen, was dieser Ort für euch bedeutet? Ja, wir hatten ja einen relativ schlechten Start eigentlich in Uruguay, ja. Also wir waren vorher nie in Uruguay. Also haben uns eigentlich auf dem Papier nur für Uruguay entschieden und haben gesagt, wir verlassen auf jeden Fall Deutschland. Deswegen 25 Koffer und ab. Wir haben in Deutschland alles verkauft, waren im Prinzip offen für ein neues Abenteuer. Und für uns war klar, okay, wir starten in Uruguay. Wir wussten bei der Landung nicht, ob wir bleiben. Wir möchten das Land erkunden und gucken, fühlen wir uns wohl, fühlen sich die Kinder wohl. Und dann wird es entschieden, okay, bleiben wir oder gehen wir weiter. Ja, ihr hattet ja schon beim Frühstück erzählt, dass ihr gar nicht vorhattet, so schnell sesshaft zu werden, sondern erstmal das Land zu bereisen. Ihr habt uns auch bei der ersten Begegnung dankenswerterweise ein paar Einblicke in euren Alltag gewährt. Das finden wir nicht selbstverständlich und wissen das also auch sehr zu schätzen, dass ihr das gemacht habt. Aus euren Erzählungen weiß ich, dass ihr beruflich eigentlich auch ganz andere Pläne hattet. Ja, jetzt seid ihr Einwanderungsberater und habt eine internationale Immobilienberatung übernommen. Das finde ich einen sehr mutigen Schritt. Wie kam es dazu? Wo wir angekommen sind, da haben wir mit Kevin und Andres, die haben zusammengearbeitet, haben am zweiten Tag gleich, Andres hatte Geburtstag, waren wir im schönen La Vista oben, haben alle gefeiert, die Neuankömmlinge und so weiter und so fort. 3 Tage später hieß es, Kevin und Andres haben sich getrennt. Ui. Wir haben bezahlt und die haben sich getrennt. Und dann ist Nathalie ein bisschen panisch geworden. Das wäre ich auch. Und habe ich gesagt, okay, ganz ruhig. Wir haben den Vertrag mit dem Andres gemacht. Der ist unser Partner. Damit machen wir die Sache. Wir werden sehen, wir gehen jetzt zu den Termin. Wenn er da ist, ist er da. Wenn nicht, findet man eine andere Lösung. Und ja, dann war der Andres da, haben wir alles geregelt, alles gemacht. Ging relativ schnell die Cedula, außer, na gut, die temporäre Cedula. Ich hatte ein paar Probleme, ich war zu kurz. Du warst zu kurz? Ja. Gibt es in Uruguay ein Mindestmaß, wie groß man sein muss? Nochmal so schwer. Ja, es geht, also man wandert ja in ein Gesundheitssystem ein und man muss nachweisen, dass man dementsprechend gesund ist. Und wenn ich größer gewesen wäre, wäre es besser gewesen. Vom Gewicht her, ja, vom Gewichtverhältnis her, ja, okay, verstehe. Genau. Und aber der Andres hat auch super Lösungen und alles drum und dran gemacht und dann war für uns klar, ab dem Zeitpunkt, wo das geklappt hat, er ist ein super Kerl, alles drum und dran, den müssen wir ein bisschen unterstützen, müssen wir ein bisschen helfen und ja, durch den Berichten, alles drum und dran, es ist alles halt soweit gewachsen in der Hinsicht. Ne? Also wir haben dann unseren Platz gefunden. Letzten Endes haben wir ja für die verschiedenen Sachen gewisse Spezialisten, wie zum Beispiel Steuerberatung, Investitionen, rechtsanwaltliche Geschichten, Notargeschichten und so weiter. Ja. Da gibt es halt unsere Schnellboote, die halt den kompletten Service da
alt rund machen. Und ja, da haben wir auf die richtigen Leute gesetzt. Und das ist das Wichtigste eigentlich, auf die richtigen Leute setzen. Ja, das Weil glaube ich ganz auch. alleine wird schwierig und oder teuer auch, weil man seine eigenen Erfahrungen letzten Endes teuer bezahlt. Nathalie, du hattest beim Frühstück berichtet, dir hat ein bisschen was hier bei den Einwanderungsberatern gefehlt und du hast gesagt, okay, ich möchte das gerne anders machen. Ja, im Prinzip war der Gedanke, okay, man kümmert sich um die Dokumente, man bekommt einen Aufenthaltstitel, da hatten wir die super Unterstützung durch den Andres, aber es gibt noch so viel mehr, was man beachten muss. Und da haben wir uns einfach auf die Fahne geschrieben, okay, es muss doch eine Möglichkeit geben, die Leute abzuholen und sie durch einen kompletten Prozess zu begleiten. Und bieten jetzt sozusagen den Service an, den wir uns damals gewünscht hätten. Das Und finde ich ich super. glaube, deshalb macht es auch so rund, einfach den kompletten Prozess, so von der Erkundungsreise über den Cedula-Prozess, aber dann auch das Thema Immobilien, weil es ist einfach eine Reise, die man miteinander geht. Und das Schöne ist einfach zu sagen, okay, man trifft sich das erste Mal online, wir geben da so kostenlose Ersttermine an, man lernt sich kennen, man guckt sich an, okay, was habe ich, wo will ich hin, was habe ich für eine Vision, wie kann man zusammenarbeiten und man geht ein Stück miteinander. Es ist auch unheimlich schön, die Leute dann zu begrüßen, zu sagen, okay, jetzt haben wir schon 5, 6 Mal telefoniert, jetzt seid ihr endlich da. Man begrüßt sie am Flughafen oft schon und dann wird irgendwann ein Haus gekauft oder ein Apartment gemietet, dann geht man mit den Kindern in die Schule. Also es ist noch so viel mehr, außer die Dokumente. Ich Das ist ja eigentlich das Kleinste. das ist das, was wir uns eigentlich gewünscht hatten. Das läuft hier jetzt dann sehr gut. Ja, ich finde es großartig. Man spürt richtig, wenn ihr davon berichtet, wie groß eure Begeisterung für die Sache ist. Und ich bin ja jemand, der sagt, wenn jemand etwas mit Leidenschaft macht, dann macht das auch in der Regel gut. Und Ja. bei euch spüre ich richtig diese Leidenschaft. Auch den Link der Immobilienberatung packe ich nochmal unten in die Folgenbeschreibung rein, falls das die Leute interessiert. Ja, dann die eigentliche Frage so, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich an so eine Einwanderungsberatung zu wenden, wenn man auswandern möchte? Also es kommt halt immer drauf an, es gibt ja Einwanderungsberatungen, die weltweit zum Beispiel blicken. Wenn man da unsicher ist, gibt es verschiedene Services. Da haben wir einen Partner in der Schweiz zum Beispiel oder so, die halt dann weltweit blicken. Ne? Aber wenn man sich so ein Land ausgesucht hat, so früh wie möglich, schon mal zu wissen, wir haben viele Kunden, eigentlich haben wir auch Anfragen zum Beispiel, wo wir sagen, 1.200 Euro Rente, das könnte schwierig werden. Das würden wir nicht empfehlen. Also wir versuchen erfolgreiche Auswanderungen zu fördern. Also jemand, der was machen kann. Oder haben zum Beispiel Leute, beide arbeiten bei Siemens im Office und ja, da müssen die halt, was habt ihr für Hobbys oder sonstiges? Ja, eigentlich keine. Dann wird es auch immer teilweise schwierig. Ne? Man muss halt hier irgendwie schauen, wie man sein Leben halt letzten Endes gestaltet. Ne? Ja, und wie man sich hier dann in die Gesellschaft integriert. Die Gesellschaft integrieren. Es ist wichtig, ich sage immer, jede Auswanderung ist so individuell für sich selbst. Also grundsätzlich, man kann nicht sagen, es gibt einen Musterweg. Ich finde, man muss einfach sich anschauen, okay, was ist die Situation aktuell? Wie kann sie in Uruguay sein? Wenn Menschen ihren Job mitnehmen können, ist das ein Sechser im Lotto. Ja. Also das ist diese Ortsunabhängigkeit, die wir ja damals auch hatten. Genau, da fängt es eigentlich schon an. Also letzten Endes muss ich nicht gucken, welches Land mir gefällt, sondern wo ich eigentlich mir mein Leben aufbauen kann, wo ich meine Möglichkeiten habe. Zum Beispiel im Immobiliensektor oder ich habe mir zum Beispiel, also ich hatte IT-Services, aber ich habe mir zum Beispiel beigebracht, wie man aktiv handelt, also Trading. Und das habe ich da so weit erfolgreich gebracht, dass das funktioniert hat, sehr gut funktioniert. Das ist ja schon mal schön. Man muss natürlich sehr genau Bescheid wissen bei solchen Sachen und man braucht vor allen Dingen Kapital, was man nicht sonst so braucht, sondern man braucht sozusagen ein Risikokapital, was man genau dafür einsetzen kann. Also Trading würde ich nicht jedem empfehlen. Ja, Da muss man auch Spaß und richtig dabei sein. Und ich habe es auch jetzt gerade nicht mehr aktiv, auch keine Zeit mehr. Ja, da muss man immer am Ball bleiben. Ja. Ja, dann habt ihr noch was halt Cooles gemacht, was ich finde. Ihr habt innerhalb von 3 Monaten hier in Uruguay ein Haus gebaut. Normalerweise dauert sowas in Deutschland 6 bis 18 Monate mindestens mal so. Und In Uruguay auch. okay. Ich meine, das alleine ist ja schon krass, aber ich meine, das Beste kommt ja erst noch. Ihr habt ja bei dem Haus
ganz viele unterschiedliche Materialien verwendet, verschiedene Hölzer, Verbundmaterialien und so weiter. Und dann seid ihr in das Haus eingezogen und ihr testet jetzt quasi, wie sich diese Materialien mit den Anforderungen einer Familie mit 3 Kindern, der Luftfeuchtigkeit und den Temperaturschwankungen hier in Uruguay verträgt. Genau. Und das also finde ich total spannend. Die deutschen Anforderungen, die sind ja anders wie die Uruguayer hier. Mhm. Da gibt es eine nette Geschichte auch. Ein Freund von mir, den Boden, den haben wir ja gesondert gedämmt. Relativ günstig. $900 hat es gekostet. Und er hat zu mir gesagt, warum gibst du $900 dafür aus, dass der Boden gedämmt ist? Nein, ich will keine kalten Füße. Ist doch nur 3 Monate. Ja. Die Wichtigkeit fehlt. Also Ja. es ist natürlich immer eine Sache von dem Blickwinkel. Also ich finde, in unserem Fall, unsere Kinder laufen immer mit nackten Füßen. Und wir können das. Normalerweise ist es aber so, dass Uruguay ihre Schuhe gar nicht ausziehen. Ja. Heißt, da ist es auch nicht wichtig. Sondern es ist egal, ob der Boden kalt ist oder nicht, weil du hast sowieso Turnschuhe. Und da muss man halt gucken, okay, das war unsere Anforderung. Wir möchten warme Füße, wir müssen was unternehmen. Und für uns war das wichtig und dringlich. Und deswegen haben wir das umgesetzt. Das ist nicht Standard, das machen nicht viele. Aber im Prinzip haben wir es jetzt an unserem eigenen Haus getestet. Okay, wie verhält sich im Winter, welche Temperaturen haben wir im Haus, was ist, wenn es draußen mal 0 Grad hat. Und das war unheimlich wichtig. Gibt es schon irgendwie erste Erkenntnisse? Ja, Eukalyptus ist nochmal ein Stück anders, also ein recht tolles Holz, wächst schnell, ist ein Hartholz, sehr robust, aber es bewegt sich sehr stark. Also sprich, man muss alle 3 Meter braucht man eigentlich eine Dehnungsfuge. Also wenn nicht längs, sondern im Querbereich, aber alle 3 Meter, also wer was mit Eukalyptus macht, alle 3 Meter eine Dehnungsfuge sollte man einplanen. Man kann es vielleicht auf 4 Meter erhöhen, aber wenn man sicher gehen will, 3 bis 4 Meter. Okay, also es arbeitet sehr stark, das Eukalyptus. Das sind schon mal gute Erkenntnisse. Also ich bin gespannt, was ihr sonst noch alles so herausfindet und wie sich das alles so weiterentwickelt. Wir planen so in ungefähr 18 Monaten nochmal Uruguay zu bereisen und ja, vielleicht dürfen wir euch dann wieder besuchen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Sehr gerne. Abschließend wüsste ich gerne noch, ob es Dinge gibt, die ihr jedem raten würdet, der mit dem Gedanken spielt, nach Uruguay auszuwandern. Geld verdienen, wie verdienst du dein Geld? Das ist das Erste, also da muss man gucken. Und Ich finde, Uruguay ist alle 10 Kilometer ein anderes Feeling. Also Ja. Ich finde, einerseits hat man hier so viel Auswahl mit verschiedenen Lebensstilen. Also man kann ganz modern wohnen, in einem neuen Apartment, in einem Tower zum Beispiel, mit Mehrblick und sehr viel Luxus in Anführungszeichen. Man kann sich ein Haus mieten oder kaufen am Stadtrand mit Garten, was sich viele Familien auch wünschen. Oder man kann sagen, ich will keine Nachbarn, ich brauche ganz viel Platz, dann gehe ich auf eine Chakra und kaufe mir den Campo zum Beispiel und habe 5 Hektar für mich alleine. Und ich finde, das sind Dinge, das muss man herausfinden. Und es ist schwierig zu sagen, okay, ich bin jetzt in Deutschland und anhand von Fotos oder Videos, was ja mittlerweile viel auf YouTube, sich mal gut informieren kann. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, mit Menschen zu sprechen, die schon da sind, um auch wirklich einen ehrlichen Austausch zu haben und zu sagen, okay, ich habe Menschen, die haben Erfahrungen gesammelt, die wissen, wovon sie reden und auch die Nachteile anschauen. Ich finde, Uruguay ist nicht für jeden was. Es gibt Menschen, die fühlen sich da wohl, es gibt Menschen, die sagen, Vor- und Nachteile gibt es überall und das ist auch richtig. Es ist immer alles individuell und ich finde, man muss den richtigen Weg finden. Man muss einfach gucken, okay, wo fühle ich mich wohl, wo kann ich mir das vorstellen. Ich plane da momentan sehr viele Rundreisen, auch das nächste Jahr schon. Heißt, man holt einfach die Menschen schon bei den Erkundungstouren ab. damit sie richtigen Hotels haben. Ne? Ja. Das ist ja so eine Sache. Ne? Versucht einfach Ja. den Menschen die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen zu sammeln. Und man aber spart sie auch an die Geld Hand zu damit. nehmen. Also unsere Prämisse ist auch immer Geld damit zu sparen. Zum Beispiel mit den Wägen, die wir besorgen und alles drum und dran. Die kriegst du günstiger, wie wenn du jetzt halt bei Sixt oder sonstiges da das schon machst. Selbst günstiger als der Aktionärstarif. Ich habe ja sogar extra mehr Aktien von Sixt gekauft, damit ich nochmal 10% Rabatt bekomme. Es gibt nämlich bei Sixt einmal .de, einmal .com. .com ist nochmal günstiger
Und dann bei der Com kann man noch mit Aktionärstarif 10, 15 bis 20 Okay. bekommen. Also ich schaue da immer. Mit allen Tricks wird hier gearbeitet. Genau. Ja. Das Wichtigste Wir sind ist, Sparfüchse. Ja, das ist aber okay. das Wichtigste ist aber, nicht alles glauben, was im Internet steht. Ja. Und die KI auch, was die da teilweise rausspürt, stimmt nicht. Also auch zum Beispiel jetzt hier Punta del Este ist nur im Januar gut besucht. Ist ja so ein Trugschluss. Oder Punta del Este ist teuer. Für uns ist Punta del Este viel günstiger wie Montevideo und die Preise, zum Beispiel im Restaurant in Piriápolis, genau das gleiche wie in Punta del Este. Die hat mal mehr Auswahl. Die Schulen sind günstiger als in Montevideo. Das Wasser ist besser. Das waren für uns Sachen. Wasser war sehr wichtig. Das hat was mit der Lebensqualität zu tun. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Und wir haben uns diesen Ort ausgesucht. Deswegen sind wir heute da, wo wir sind. An diesem Ort war für uns so ein Durchschnaufen. Wir haben da das erste Mal angestoßen. Hier in La Marea, ja. Restaurant und haben gesagt, ja, hier wollen wir bleiben. Hier fühlen wir uns gut. Und es war die richtige Entscheidung. Das freut mich sehr. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, die ihr für uns genommen habt. Das Interview und vor allen Dingen für eure Geduld. Ich hoffe, die Community fand es ebenso ansprechend und interessant. Frau Mattes war ja schon vor unserer Reise hierher Fan von dir, Nathalie. Und es ist toll, dass wir euch begegnen konnten. Vielen Dank. Für heute sage ich mal hasta la próxima. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke fürs Zuschauen und que les vaya bien und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ciao, nos vemos.